action. And Ali, yes. This is Dance with Quality Class 1. Wir haben angefangen mit Verstehen, wie man die Hüfte benutzen für jede Bewegung, dass die Energie von dem Core kommt. Und wenn man grob tanzt, kann man sagen, dass lass die Hüfte die Bewegung machen. Das übt zu Hause so, zum Beispiel versuchen die Hüfte benutzen für jeden Schritt, auch für Rock, Step, und dann natürlich, wenn man das mehr refined macht, dann wird es Boom. Ja, so jede Bewegung kommt von der Hüfte, aber man merkt das nicht so viele, wenn man das smoother macht. Ja? Wir haben gesagt, das benutzt der Core ein bisschen, sodass das nach vorne kommt, sodass man die Bauch ein bisschen mehr benutzen dafür und dass man dieses Luftmoment bekommt, pum, entspannt. Und dann bekommt man ein bisschen mehr Swing, anstatt man einfach reingehen, kann man pum, dass man ein bisschen mehr in der Luft bleibt und dann entspannt in den Triple Step kommt. Die gleiche mit dem Armen. Wir haben gesagt, so, man kann das mit dem Arm machen oder mit dem Schulter machen. Ja, es ist die gleiche. Jede Bewegung kommt von dem Core und der Arm ist einfach ein Ripple-Effekt. Dann haben wir Gummibänder. Das Ziel hier war, dass man verstehen, dass man die Verbindung in der Gummiband, die Energie oder die Verbindung mit einem Partner nicht in den Armen absorbieren, aber in dem Körper oder in der Hüfte, besser zu sagen. Und dass man schaffen, diese Position zu finden von der vorherigen Bewegung. Boom, weil jetzt weiß ich, wo es ist. Oh, jetzt weiß es. Boom, boom. Und eine Übung war es einfach da zu stehen und Triple Step und versuchen zu sehen, habe ich diese Energie in meine Hüfte absorbiert oder stehe ich und dass ich die Arme benutzen muss oder beide Beine benutzen, weil ich nicht mehr genug mehr Gleichgewicht habe. Nächster Schritt war es einfach Rock Step und Triple Step und versuchen dieses Gummiband smooth in diese Position bringen und dass das nicht so aggressiv in verschiedene Richtungen geht. Super, danke schön. Danke.